Diese Landschaft aus Spachtelmasse startet ganz anders, als du dir das denkst. Schau dir das im Video an. Damit diese Landschaft richtig Tiefe bekommt, starte ich auf einer schwarzen Leinwand. Ich grundiere diese 50 x 50 Leinwand mit schwarzer Acrylfarbe. Das wird einmal durchgestrichen, dann trocknen lassen und dann kann es auch schon mit dem zweiten Gang weitergehen. Zum Andeuten der Landschaft nehme ich eine grobe, fertige Spachtelmasse. Mit dem Japanspachtel ziehe ich jetzt erstmal im unteren Bereich Spuren mit dieser Spachtelmasse rein. Die waagerechten Spuren deuten den Horizont an und senkrecht werden dann im Grunde die Bäume bzw. Sträucher angedeutet. Und im oberen Teil des Bildes setze ich unregelmäßige Spuren, um einen Himmel anzudeuten. Die Spachtelmasse ist nach einem Tag trocken und dann kann es mit dem grundsätzlichen Farbauftrag in Weiß losgehen. Ich brauche eine große Menge Weiß und nehme noch ein Warmgrau zum Abschattieren dazu. Der Farbauftrag selbst startet aber mit einem Pigment in Grün, das ich jetzt hier mit Acryldispersion versetze und ganz grob nur mit dem Pinsel verrühre und auch in dieser Form direkt aufs Bild
gebe. Der Vorteil gegenüber einer grünen Acrylfarbe ist, dass dieser Auftrag sich nicht so schnell mit der weißen Acrylfarbe verbindet, also eher gesondert stehen bleibt. Danach wird dann die ganze Fläche mit der weißen Acrylfarbe eingestrichen. Teilweise im Himmel wird es etwas ergänzt mit diesem warmen Grau. Das taucht auch nochmal im unteren Bereich auf, aber Hauptfarbe ist hier wirklich das Weiß. Achte darauf, dass du aber nicht den ganzen Hintergrund komplett weiß einstreichst. Da darf an einigen Stellen durchaus das Schwarz durchscheinen. Das gibt dem Bild dann hinterher diese Tiefe. Diese Schicht ist nach einem Tag trocken. Das sieht schon ganz nett aus. Die Landschaft deutet sich an, aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen Verstärkung in den Linien in dem Bild. Das heißt, wir müssen einmal in die Waagerechte gehen und dann einmal auch diese Baumstämme etwas betonen. Und das mache ich mit flüssigem Schwarz. Das heißt, ich rühre jetzt ein Pigment an, etwas Schwarz gebe ich auf den Teller hier. Da kommt dann Acryldispersion hinzu und wird zu einer flüssigen Farbe. Ich löse das zunächst mit Wasser auf, das Pigment. Wenn das nicht sofort bei dir funktioniert mit deinem Pigment, dass sich das gut auflösen lässt, dann setze etwas Alkohol hinzu. Dann löst sich jedes Pigment. Das wird zunächst gut verrieben, dass das Pigment schon einmal gelöst ist, sodass dann, wenn die Acryldispersion dazu kommt, dass sich das sehr, sehr gut verteilen lässt. Mit der Acryldispersion wird jedes Pigment so leicht bläulich. Das ist einfach ein Bestandteil in dieser Acryldispersion. Das verliert sich komplett beim Trocknen, ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Es sieht gräulich aus. Wenn wir es auftragen, jede gräuliche Spur wird dann ganz schwarz werden. Ich gebe noch etwas Wasser hinzu, um das Ganze schön flüssig zu gestalten. Und dann kann der Farbauftrag losgehen. Und der geht nicht mit einem Pinsel, sondern ich nehme eine kleine Pipette und sauge jetzt einmal die Farbe auf und gebe sie so mit der Pipette auf die Leinwand. Ich folge den Linien, die ich sowieso schon mit dem Spachtelmasse gemacht habe. Und die Pipette sorgt dafür, dass das jetzt auch ganz unregelmäßig aufgetragen wird. Also nicht ein Pinselstrich dort entsteht, sondern so ein bisschen den Strukturen
schon folgt, die da sind. Ganz wichtig ist, dass jetzt auch neben den senkrechten Linien nochmal eine Art Horizont betont wird. Das heißt, ich gehe also irgendwann mal in den Hintergrund und ziehe waagerecht angedeutete Striche, sodass also durch diesen Hintergrund auch wieder dieser Eindruck einer Landschaft verstärkt wird. Und auch im Bereich des Himmels setze ich das Schwarz ein. Da nehme ich jetzt aber noch die Hände hinzu und verreibe mit Wasser diese Farbe, damit es also nicht so als Strich dort stehen bleibt, sondern eher als Schatten wirkt. Ich habe die schwarze Farbe einen Tag trocknen lassen. So sieht unser Bild jetzt aus. Und jetzt gilt es nochmal, die Höhen zu betonen. Das mache ich auch nochmal mit Weiß und mit einer Rolle, aber diesmal nicht mit einer Schaumstoffrolle, sondern mit einer Linolwalze. Diese Walze hat eine harte Walze. Das bedeutet, ich komme überhaupt nicht mehr in die Tiefen, sondern setze wirklich die Farbe nur noch an den höchsten Stellen ein. Ich fange jetzt im Himmel an. Da wird einfach ein bisschen Helligkeit jetzt reingebracht. Man sieht das auch sofort, wenn ich das jetzt auftrage. Es gibt stärkere Spuren, es gibt schwächere Spuren. Dieser Farbauftrag ist jetzt auch nicht in einmal Rollen getan, sondern das sind ganz, ganz viele kleine Schritte, die immer wieder ein bisschen stärker das Weiß drauf geben. Und die gleiche Art wird dann auch im unteren Teil des Bildes, also in der Landschaft, gemacht. Da musst du einfach mal schauen, wie viel Helligkeit dein Bild da noch braucht. Einen Tag später kannst du dir dein Werk anschauen. Es kann sein, dass du jetzt an dieser Stelle schon fertig bist, dass alles gut ist, dass die Farbigkeit dir gefällt, dass der Ausdruck dir gefällt, dann wunderbar, dann kannst du dein Werk lackieren. Ich gehe hier noch einen Schritt weiter und habe wasservermalbare
Wachsstifte und mit denen gebe ich jetzt noch einmal ein bisschen Farbe in den Hintergrund, quasi das Andeuten der Bäume nochmal. Das sind 3 Grüntöne, die ich hier habe. Und die gebe ich jetzt so ganz unregelmäßig auf den Hintergrund, betone aber immer wieder diese senkrechte Struktur. Und da ist zunächst nicht viel an Farbe zu sehen, weil die Pigmente, die von diesen Wachsstiften jetzt abgegangen sind, erstmal nur ganz locker auf der Oberfläche liegen. Spannend wird es, wenn man das Ganze dann mit einem Pinsel und mit Wasser anlöst und auflöst. Das schauen wir uns gleich an. Und mit einem dicken Haarpinsel gebe ich jetzt einfach Wasser auf diese bunten Striche und damit löst sich die Farbe an. Man kann das jetzt schon ein bisschen sehen, aber es wird deutlich farbiger. Und so kann ich also nachträglich auch so einen farbigen Auftrag steuern, ohne dass ich mir das jetzt zum Beispiel mit Acrylfarbe nochmal zerstöre oder zu viel Acrylfarbe drauf habe. Hier kann ich ganz, ganz langsam vorgehen und natürlich auch, wenn etwas zu viel sein sollte, einfach mit einem Tuch diese flüssige, wasserlösliche Farbe abtupfen. Und mit einem schwarzen Wachsstift bringe ich jetzt sogar noch mal etwas Tiefe rein, deute Schatten an und bekomme so natürlich noch ein realistischeres Bild bzw. eine bessere Perspektive. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Mein letzter Arbeitsschritt wird dann das Einsprühen mit einem Acrylfirnis sein, weil ich kann hier nicht pinseln, wie üblich mit meinem Acryllack, denn die Wachsmalstifte sind nicht wasserfest. Da musst du auf ein Sprüherzeugnis zurückgreifen.